Lama Dangam Bonjambe Yoma Zaza Loi, Gungelo Denye Denye Talamanda Sarave, Chinye Dun, Chichin Zizranye Tukra Levonaze, Konda Seve, Zunra Mare Mentan Dunga Chezeve, Rozoi Gun Lai Puje Tarze Yen Lai Tuje Yonden Son. Rudra Chedro Nyamo Nilon Leje Chadron Ronzejen Mare Mesre Dungra Nyugu Jinye Junze Rajanam Dene Taji Saju Tarsun Yenden Luzo Jase Trugu Chundra Chudan Chunye Jent Dale Mesen Chambe Yon Lai Zeden Cheche Chira Vesreje Talu Demo Membara Srane Guadon Denje Junglu Togwaye Luje Pope Nonwa Zaldu Soro Gange Tuje Zreje Tawa Tamje Nombomba Tenjen de Nyong Tumba Kong Kodam de la Daja Tsala Topi Chawa Nam Srejen Salna Jache Vesreda Gundu Zombe Sreda Gunne Cholangu Sha Tsal Jamya Shana Dorje Jenreze Sayin Bodhiwa Nam Brasir Nam Kenyin Bo Pakshu Gundu Zon Nyewe Seshin Jela Sha Tsalo Dag Srab Gundu Dribela Dusum Jarwa Gunje Chenema Gazar Shaji Shani Nyuje Para Yomjuru Burnam La Sha Lo Srab Gundu Sije Tani Le Tange Same Shali Yong Zongxi Shanjum Yimbe Lam Ken Karma Ba Mishe Debe Jivu Tsuge Du Lasso Ta Madu Delegi. So Khenpo Rinpoche wishes everyone a good morning. Tene ta kasang ge chöne mutu de ma yaselani gene shugi. And the explanations today. Khenpo Rinpoche wünscht allen einen guten Morgen. Continuation of the previous topics or topic. Die heutigen Erklärungen sind eine Fortsetzung des vorherigen Themas, bei dem es um einen Text namens die 37 Praktiken eines Bodhisattvas oder einfach, was ein Bodhisattva tut, geht. Practices of a Bodhisattva or simply what a Bodhisattva does. Tati cheyong tu ta kasang partu tene yaselani sodem di tenja zo drabote. Jase Lali Sodem Masinkin Degi Deja Zote Tangpo Tumung Lamramji Song Zebare Pesi Sholok Jongachi in Bayu, Tatan the Sholok Tangating Yang Mason. Tene Ti Jene Tunum Main Beshon Chip Sembege Lambin in the Zartun Zebare. Now, in terms of the text and its topic, the first few verses. Was den Text und sein Thema angeht, so enthalten die ersten Verse oder Shlokas Erklärungen, die sowohl den Theravada-Buddhismus als auch den Mahayana-Buddhismus betreffen. Die verbleibenden Verse beschreiben dann den Weg eines Bodhisattvas, der spezifisch für den Mahayana-Buddhismus ist. Wenn man dies also im Zusammenhang mit dem Weg betrachtet, den Menschen mit den drei Fähigkeiten, den niedrigeren, den mittleren und der oberen, gehen, sollte man verstehen, dass jeder Praktizierende alle drei Stufen durchlaufen muss. Man beginnt mit der niedrigeren Stufe, dem Weg der Menschen mit geringerem Leistungsvermögen, bis man, oder geringerer Kapazität, bis man in diesem Bereich Fähigkeiten erlangt hat. Dann geht man zur zweiten Stufe über, denn es ist notwendig, dass jeder Praktizierende alle drei Stufen durchläuft. The paths practiced by individuals of the three capacities, lower, middling and greater, one should
understand that any given practitioner would need to go through all three levels. One starts out with the lower level, the path of those of a lower capacity, till one has achieved skill in that context, and then one will go on to the second level, because it is necessary that any given practitioner goes through all three levels. Penandi tange jibu drain the chembu ge lam nyamnen chi gona rang thoma dene milu yang ta pa ji thoye danjur chobje dan den be milu chi Sikti kogin du da rotan de kan sungen rotan. rotan de penna jibu drain tang Ja, che da per shiksana. penna nyerang ge lam ji nyamnen tang teaching ge lam ji nyamnen ji che gona Och nyenrangi nyamlen pa chik, tekchingi nyamlen che gona. 단절 게 루이지 톡 고그래 마도 디 냠니 제 투야데 카보레 제산 제부 총 Nicha. 니차 Point made is, for example, a practitioner of both Also Theravada der Punkt, auf den es hier ankommt, ist, dass zum Beispiel ein Praktizierender des Theravada-Buddhismus und ein Praktizierender des Mahayana-Buddhismus, damit die den Weg praktizieren können, egal auf welcher Ebene, müssen sie zunächst eine sogenannte freie und begünstigte menschliche Wiedergeburt erlangen. Eine Wiedergeburt, bei der sie die notwendigen Voraussetzungen für das Praktizieren eines der buddhistischen Pfade sowie die persönlichen Fähigkeiten dazu haben. Jeder, der den Buddhismus praktizieren will, muss also zunächst eine freie und begünstigte menschliche Wiedergeburt erlangen, ganz gleich, welche Sparte des Buddhismus er oder sie praktiziert. The personal capacity to do so. So anyone wanting to practice Buddhism at all, no matter what the division of Buddhism that one practices, need to begin with obtaining a free and well-favored human rebirth. 근데 인데 단절 류 토반데 깔바 상부이 바치 마랑 시트에 지다 대양 주제기 내주 신kin치 육개와세 발때네 데브 단절 류 토비어바 맥개와세는 인송섬 로지어바 고팅 수바치 레베체도 된 단절인 예가던 랜데기 추이데 송도가 So a person who has obtained a so-called free and well-favored human rebirth in this life should know that eine Person, die in diesem Leben eine sogenannte freie und begünstigte menschliche Wiedergeburt erlangt hat, sollte wissen, dass dies etwas Seltenes ist und dass sie sich außerordentlich glücklich schätzen kann, diese Art von Wiedergeburt erlangt zu haben. Das würde bedeuten, dass diese Person versteht, dass tugendhafte Handlungen das Glück einer freien und begünstigten menschlichen Wiedergeburt in diesem Leben herbeigeführt haben. Und diese Person versteht auch, dass das Gegenteil, nämlich nicht tugendhafte Handlungen, zu ungünstigen, unglücklichen Wiedergeburten, wie einer Wiedergeburt in einer der drei niederen Existenzen führen.
Wenn man also von Glück spricht, meint das, was man in diesem Leben erlangt hat, nämlich eine freie und begünstigte menschliche Wiedergeburt. Und dass man diese erlangt hat, weil man Tugend geübt und Untugend aufgegeben hat. And this person also understands that the opposite, namely non-virtuous actions, result in unfortunate rebirths, such as a rebirth in any of the three lower existences. So, when one speaks of being fortunate here, one speaks of what has been obtained right now in this lifetime, namely a free and well-favored human rebirth, and that this has been obtained in effect of having engaged in virtue and given up non-virtue. Tinde penangaranso 단절 길루된지 톱 요래 tene yin na yang tan nam sanje go ri shu ju chung re yin na yang maung pa na dan jor lu tin phun sum so pa je top top de me tu se ge de dan da ngarang ki sha we de ne sam ta yer wa. Furthermore, one should understand, having entered the Buddhist path in this life in consequence of having obtained. Außerdem sollte man verstehen, dass man in diesem Leben den buddhistischen Weg eingeschlagen hat, weil man eine freie und begünstigte menschliche Wiedergeburt erlangt hat. Und dass es für eine solche Wiedergeburt in der Zukunft notwendig ist, diese gute Wiedergeburt in diesem Leben gut zu nutzen, vor allem durch das Praktizieren von Tugend. Of this good rebirth, primarily by way of practicing virtue. Maung pa tope chetu. Maung pa top dam mitopte. Yeah. Tanda gilel ra leverba. Because whether this opportunity will be one that one obtains in one or more future rebirths depends upon the nature of one's actions in this life. Denn ob man diese Gelegenheit in einer oder mehreren zukünftigen Wiedergeburten erlangt, hängt von der Art der eigenen Handlungen in diesem Leben ab. So one should take a look at how one has spent one's life. This is very important in order to have a good Man sollte sich also ansehen, wie man sein Leben verbracht hat. Das ist sehr wichtig, um die Notwendigkeit tugendhafter Handlungen auch in der Gegenwart zu verstehen. Man kann sich nicht einfach zurücklehnen und denken, dass man diese gute Wiedergeburt erlangt hat, ohne zu bedenken, dass man jetzt tugendhafte Handlungen ausführen muss, damit dies in einer anderen Wiedergeburt wieder geschehen kann. Natürlich kann man sich nicht an jede einzelne Handlung erinnern, die man seit der Geburt begangen hat, aber im Allgemeinen weiß man, wenn man zurückblickt, ob man in diesem Leben tugendhaft gehandelt hat oder nicht. Es ist sehr wichtig, sich dies in der Gegenwart bewusst zu machen. Und wenn man feststellt, dass man in diesem Leben vor allem tugendhaft gehandelt hat, sollte man sich über diese Tatsache freuen. One would know when looking back whether one has primarily in this life acted in a virtuous manner or not. It is very important to maintain an awareness of this in the present, and if one finds that one has primarily acted in a virtuous manner in this life,
one should rejoice in that fact. Teniya migewa raw chenduna telen chepache larmishi sambe damsim tenangko. On the other hand, if one finds that perhaps one has engaged in quite a lot of non-virtuous actions in this life, Wenn man andererseits feststellt, dass man in diesem Leben vielleicht ziemlich viele nicht tugendhafte Handlungen begangen hat, sollte man das anerkennen, die früheren nicht tugendhaften Handlungen bedauern und sich verpflichten, nicht mehr so zu handeln. Man gelobt, nicht tugendhafte Handlungen aufzugeben. to stop acting in this manner, one pledges to give up non-virtuous actions. Tene ta tenje gene jebu chungge ta sanatang de rang gyura ngepan rong jechuk ti ye Karenge patangwa? jebu chungge sanatang te danjo nyeka tang lende ge chula sanatang ne. So, in this way, one should, in this life, contemplate or give thought to or Auf diese Weise sollte man in diesem Leben die Ratschläge, die denjenigen gegeben werden, die sich auf der ersten der drei oben genannten Stufen, der unteren Stufe befinden, kontemplieren, darüber nachdenken und sie einfach praktizieren. Man sollte die Denkweise dieses Pfades, die Denkweise der Praktizierenden der niedrigeren Stufe pflegen und darüber nachdenken, was eine freie und begünstigte menschliche Wiedergeburt bedeutet, wie man diese Wiedergeburt erlangen kann und so weiter. Und man sollte auch what a free and well-favored human rebirth is about in terms of how one can obtain that kind of rebirth and so on. One should also give thought to the workings of cause and effect, the law of karma. Über die Wirkungsweise von Ursache und Wirkung, das Gesetz des Karmas, nachdenken. And contemplate what a worldly existence in the end is about, namely suffering. One should foster Und darüber nachdenken, worum es in der weltlichen Existenz letztendlich geht, nämlich um das Leiden. Man sollte ein Verständnis dafür entwickeln, dass das weltliche Dasein, auch wenn die Dinge manchmal angenehm erscheinen mögen, auch angenehme Umstände mit Leiden verbunden sind. In terms of understanding suffering, most people take as their object actual suffering, manifest suffering, and wenn es um das Verständnis des Leidens geht, nämlich nehmen die meisten Menschen das tatsächliche Leiden, das manifeste Leiden zum Gegenstand und bezeichnen diesen Umstand oder diese Situation als ein Leiden. Oder das Leiden. Now, throughout our world right now, there is the COVID pandemic, and all people everywhere in our world see. In unserer Welt gibt es jetzt gerade die Covid-Pandemie und alle Menschen überall auf der Welt sehen diese Pandemie als eine Situation des Leidens. COVID-19 de mixer ke tene dungal thebaji kaya However, if one looks at that viewpoint, as it were, of suffering, it's a rather limited viewpoint, which Aber wenn man sich diese Sichtweise des Leidens anschaut, ist es eine ziemlich begrenzte Sichtweise, die das Leiden als Ganzes nicht versteht. Sie konzentriert sich auf das offensichtliche Leiden und sieht es als Leiden.
Then cover ranginde. At something unusual and specific that has happened and will last for a period of time and then come to an end. However, als etwas Ungewöhnliches und Bestimmtes, das geschehen ist, eine Zeit lang andauert und dann zu Ende geht. Das weltliche Dasein ist jedoch so beschaffen, dass das Leiden auf den verschiedenen Ebenen des Daseins und im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen wie der gegenwärtigen Pandemie ständig präsent ist. Tatsächlich ist Samsara oder die weltliche Existenz so beschaffen, dass es immer Leiden gibt, wie das im Zusammenhang mit der Pandemie. Das ist nichts Ungewöhnliches. Außergewöhnliches oder eben etwas Außergewöhnliches. Es liegt in der Natur der weltlichen Existenz, dass verschiedene Arten von Leiden nacheinander auftauchen. Die gegenwärtige Pandemie ist also kein isoliertes Ereignis, das sich ereignet hat und jetzt ist eine Zeit lang alles schrecklich, bis die Pandemie endet. Nach dem Ende der Pandemie wird es andere Situationen des Leidens geben und das ist auch jetzt der Fall. Das ist sozusagen nicht das einzige Mal. That various types of suffering surface one after the other. So the event of the present pandemic is not some sort of isolated occurrence that has happened and now for a while everything is awful till the pandemic ends. After that pandemic ends, there will be, and there are right now, other situations of suffering. This is not the one and only, as it were. Perna korver yin sekendela ngazundi nan ji jetsar. Jene ngazu gendo. So once one is reborn in a worldly existence, that means suffering, because the very nature Wenn man also in einer weltlichen Existenz wiedergeboren wird, bedeutet das Leiden, denn das Wesen jeder weltlichen Existenz ist Leiden. Wenn man einmal geboren ist, wird man mit dem Leiden des Alterns konfrontiert. Das liegt in der Natur der weltlichen Existenz. Das ist eine Art von Leiden, dem niemand entgehen kann und das nicht einige Menschen trifft und andere nicht. Es passiert allen Menschen, die in eine weltliche Existenz hineingeboren werden. A type of suffering that no one can avoid, or that does not happen to some individuals and not others. It happens to all individuals born in a worldly existence. Also, once born, there will be episodes of disease. No one can escape disease. Wenn man einmal geboren ist, wird es Episoden von Krankheit geben. Niemand kann Krankheiten entkommen. One of the possible diseases that can happen in a worldly existence. Die derzeitige Pandemie ist also nur eine der möglichen Krankheiten, die in einer weltlichen Existenz auftreten können. Es gibt noch so viele andere Krankheiten, die jetzt auftreten und auch in Zukunft auftreten werden, weil das Leiden die Natur der weltlichen Existenz ist. Das weltliche Dasein besteht sozusagen aus Leid. Es ist seine Substanz, seine Natur. Its substance, as it were, its very nature. Also, any individual born in a worldly existence will have to face death one day, and the suffering facing death involves. No one can Außerdem wird jeder Mensch, der in einer weltlichen Existenz geboren wird, eines Tages mit dem Tod und dem damit verbundenen Leid konfrontiert werden. Niemand kann dem entgehen, denn das ist die Natur der weltlichen Existenz. Das ist der Stoff, aus dem die weltliche Existenz gemacht ist. Some individuals in the present face death because of COVID-19. Some individuals in the present face death because of tuberculosis or
Manche Menschen in der Gegenwart sterben wegen Covid-19, manche Menschen in der Gegenwart sterben wegen Tuberkulose oder einer anderen Krankheit. Denn darum geht es in der weltlichen Existenz, um Leiden in verschiedenen Formen und Ausprägungen. So einfach ist das. So, in all one's previous rebirths, one has undergone all of these types of suffering. One does in one's present life and one will in future life. Das ist, in all seinen früheren Wiedergeburten hat man also all diese Arten von Leid erfahren. Man tut es in seinem jetzigen Leben und wird es auch in den zukünftigen Leben tun. Denn das ist der Stoff, aus dem weltliches Dasein gemacht ist. Die weltliche Existenz ist Leiden. On the lower of the three levels listed. Das ist die Einstellung, die von Praktizierenden auf der unteren der 3 Ebenen gefördert wird. Then you have the middling level, where practitioners have fostered that mindset just described in brief. Dann gibt es die mittlere Stufe, auf der die Praktizierenden die eben kurz beschriebene Geisteshaltung entwickelt haben und somit die Grundlage für die mittlere Stufe haben. In diesem Fall wird die Geisteshaltung gefördert, die verstanden hat, dass die weltlichen Existenzen aus Leid bestehen. Deshalb versteht der Praktizierende, wie wichtig es ist, sich von den Fesseln des weltlichen Leidens zu befreien und konzentriert sich darauf, die Befreiung vom Leiden zu erlangen. Understands and takes as his focus the importance of freeing himself from the shackles of worldly suffering. Focusing therefore on obtaining liberation from suffering. Logic tene ni to lam chiramba sanget dogo. And here we find the second path, that of the middling level. Und hier finden wir den zweiten Pfad, den der mittleren Stufe, den der Shravakas und Pratyeka Buddhas des Theravada-Buddhismus. Tanda kung sheba jebu chung dan ring samna tang yile yabe tene tene kowar nebe semjin la mikbe ninja chimbu semde jeju gobu. Then we have the third and higher level, where practitioners are said to be of a higher or supreme capacity. Und dann haben wir die dritte und höhere Ebene, auf der die Praktizierenden eine höhere oder höchste Fähigkeit haben. Hier haben die Praktizierenden die Geisteshaltungen der beiden vorhergegangenen Stufen gefördert und erreicht und verfügen daher über die Grundlage, die es ihnen ermöglicht, die höchste der 3 Stufen zu praktizieren, bei der das Wohl aller anderen fühlenden Wesen, die in weltlichen Existenzen gefangen sind, im Vordergrund steht. Und hier ist das Mitgefühl für die in weltlichen Existenzen Gefangenen das Hauptmerkmal. Other sentient beings who are trapped in worldly existences. And here, compassion for those trapped in worldly existences is the main feature. Voilà, tene ta jebu chog sem yula jedeva tela yula jebeke konsatela. And that concerns the path of a bodhisattva. And a bodhisattva is an individual who has achieved the mindset of the third level. Und das betrifft den Weg eines Bodhisattvas. Ein Bodhisattva ist ein Mensch, der sowohl die Geisteshaltung der 3. Stufe als auch die Geisteshaltungen der beiden vorherigen Stufen erreicht hat. And this type of person
is referred to as a bodhisattva. The type of person who has cultivated and achieved. Ein Bodhisattva ist ein Mensch, der alle drei Geisteshaltungen kultiviert und erreicht hat. However, this word, bodhisattva, is then the name of such an individual, but to be a bodhisattva. Das Wort Bodhisattva ist jedoch nur der Name einer solchen Person, aber es reicht nicht aus, nur den Namen nach ein Bodhisattva zu sein. Now, to take an example that would be easy to understand, perhaps, in terms of what this means, consider. Um ein Beispiel zu nennen, das vielleicht leicht zu verstehen ist, was das bedeutet. Nehmen wir die tibetisch-buddhistische Tradition der reinkarnierten Meister, die als Personen angesehen werden, die sich zum Wohl anderer reinkarniert haben. Are seen as individuals who have reincarnated for the sake of benefiting others in general. So in Tibetan this is called tulku. Probably all of you who have been around in Tibetan Buddhism for a while are familiar with the name Tulku or the title. Im Tibetischen wird dies Tulku genannt. Wahrscheinlich sind alle von euch, die sich schon länger mit dem tibetischen Buddhismus beschäftigen, mit dem Namen Tulku oder dem Titel Tulku vertraut. Hier gilt dasselbe. Ein Tulku wird als Reinkarnation eines Meisters anerkannt. Wenn man von einem Meister spricht, gibt es natürlich wieder verschiedene Stufen der Vollendung. Nicht alle Tulkus sind auf der gleichen Stufe. Es gibt eine große Bandbreite an Stufen in Bezug darauf, wie weit sie auf dem Weg zur Erleuchtung gekommen sind. Im Allgemeinen gibt es jedoch den Namen und den Titel Tulku. Er wird jemandem verliehen, der von einem hochrangigen Meister als die Reinkarnation von so und so und so anerkannt wurde. Einem Tulku wird also schon in jungen Jahren der Titel Tulku verliehen. Das bedeutet nicht, dass es sich automatisch so verhält, wie der vorherige Meister es tat. Er hat nur den Namen und den Titel Tulku erhalten. Wie er sich dann in diesem Leben entwickelt, hängt von seinen Handlungen in diesem Leben ab. Von klein auf ist er sozusagen nur dem Namen nach ein Tulku. Und wenn der betreffende Tulku nicht im Einklang mit dem Meister handelt, dessen Reinkarnation er angeblich ist, kann er in diesem Leben nicht viel Fortschritt machen. That the individual in question automatically acts the way the previous master did. He has just been given the name title Tulku. Then how he develops in this life depends upon his actions in this life. From an early age, he is a tulku in name only, as it were. And unless the tulku in question acts in accordance with the master he's said to be a reincarnation of, then not much progress could be made in that life. Penna tila kavasimbo gongtong jambe yang song ji yor. Gongtong jambe yang. Kar song yor sana. Turku senge jige te tanye te phög lukso res. Ko jawa ji res ge yor. Ko turku Turku te ngoma ina songte. Turku
yimbe lakje chi gore songre. Lakje sina sheje chi gore songre. Chevadilla, yang Chevadilla. Lame chevade se kake pingamaris lakje chi gore. Minkyang pagi korang tandagi chevadigi ringla da chava ke parwa den de chik ten matur na ten da ka ten masong ming re mato kake pingamaris shawa cheparwa te naso kare yoresna randun tu te sam gamsam teres te pa ya deda te sam komsam yendun tu shedup ni gisawach gogres shedup ni gi chama te mena korwe sande res de mena te mena sande res sandre city mengo kor chanjang tum to chanjang sangin ge sande res ngone sikpemi chongbo bejo tang yor mengo kor chanjang tang de yor sande ngoma thathe res petin ashire tene ngaran so shongchup sembe damba shu shongchup sembe ke rompa shu tene shu ji shu ni shu sam shu wang re ju de shongchup sembe dam re shu gu yor wa yin na yang shongchup sembe chönam do manjung na te ngan za ne tan de zengeng ma ti cha kre there dira kare gungtang jampe ya kondon jambe yang de songare dira kangi gela shutere kong dira tu rap de peje jobje na ni sala re there is a very well known Tibetan Buddhist master in specific renowned Es gibt einen sehr bekannten tibetischen buddhistischen Meister namens Gungtang Champeyang, der als großer Gelehrter der Lehre des Buddha bekannt ist. Er sagte Folgendes über das Thema Tulku oder den Namen, Titel Tulku in Bezug auf seine Verzweigungen. Gungtang Champeyang sagte, es gibt im tibetischen Buddhismus die Tradition der Tulkus. Ein Tulku ist vermutlich die Wiedergeburt eines gestorbenen Meisters oder vollendeten Praktizierenden. Wenn die Person, die zum Tulku ernannt oder als Tulku anerkannt wurde, sozusagen das Wahre ist. Wenn der betreffende Tulku wirklich die Reinkarnation von so und so ist, dann wird das durch die Handlungen des Tulku in diesem Leben deutlich. Wenn der betreffende Tulku nicht die Handlungen eines Tulku im Sinne des Tulku-Systems ausübt, dann wird er auch keinen Nutzen daraus ziehen. Es gibt bestimmte Handlungen oder sozusagen einen bestimmten Lebensstil, der ein wahrer Tulku ausüben würde. Und hier hast du zwei Perspektiven. Ein wahrer Tulku, der ein wahrer Tulku ist, weil er wirklich die Wiedergeburt des früheren Meisters ist, von dem es heißt, dass er die Reinkarnation ist, hat zwei Perspektiven. Es ist die Perspektive der persönlichen Entwicklung des Tulkus. Hier würde sich ein wahrer Tulku auf das Studium, die Kontemplation und die Meditation konzentrieren. Das sind die Tätigkeiten, die ein wahrer Tulku ganz natürlich ausüben würde. Sein persönlicher Lebensstil oder sein Interesse in diesem Leben wären Handlungen im Zusammenhang mit dem Studium der Lehre des Buddha, der Kontemplation über die tiefere Bedeutung des Studierten und der anschließenden Umsetzung in die Praxis der Meditation, wenn man so will. Ein wahrer Tulku würde, wenn er wirklich die Reinkarnation seines Vorgängers ist, ganz natürlich diesen Lebensstil wählen. No benefit will be derived in terms of that individual. There are specific actions or a specific
lifestyle, as it were, that a true tulku would engage in. And here you have two perspectives. A true tulku who is a true tulku simply because he truly is the rebirth of the previous master that he's said to be the reincarnation of. There are two perspectives. It's the perspective of the personal development of the tulku. And here a true tulku would focus on studies, contemplation and meditation. These are the actions that it would be naturally to engage in for a true tulku. His personal lifestyle or his interest in this life would be actions in the context of studying the Buddha's doctrine, contemplating the deeper meaning of what has been studied, and then translate that into the practice of meditation, as it were. A true tulku would, if he truly is the reincarnation of his predecessor, quite naturally choose that lifestyle. Then there is the second perspective. Then there is the second perspective. Dann gibt es noch die zweite Perspektive, was der Tulku tut, um anderen zu helfen. Dazu gehört, dass er anderen buddhistischen Bildung vermittelt, dass er anderen buddhistische Bildung vermittelt, das heißt die Lehre des Buddha lehrt, um sie über die Lehre des Buddha aufzuklären und Übertragungen in Form von Meditationsübungen, Erklärungen, Anleitungen und so weiter, und so weiter gibt, damit die Praktizierenden buddhistische Meditation praktizieren können. Dies sind die beiden wichtigsten Handlungen, die ein wahrer Tulku in diesem Leben für andere Menschen ausführt. Das ist es, was Gungtang Champa-Yang in Bezug auf das Tulku-System erklärt hat, und zwar anhand dessen, woran man einen wahren Tulku erkennen kann, was er als wahren Tulku bezeichnete. Wenn das auf eine Person mit diesem Namenstitel, dem Namenstitel Tulku, nicht zutrifft, dann ist diese Person einfach ein Scharlatan, der andere verwirrt und sich damit ein gutes Auskommen verschafft. Das ist das, was man hier im Westen als schlechte Person bezeichnen würde. Die wörtliche Übersetzung aus dem Tibetischen ist hier sogar noch stärker. Böser Mensch ist hier eine nette Umschreibung dafür. So hat dieser tibetisch-buddhistische Meister vor kurzem erklärt, wie man eine Person, die den Titel Tulku trägt, im Hinblick darauf beurteilen kann, ob sie ein wahrer Tulku ist oder nicht. Das Gleiche gilt für alle Personen, die die Bodhisattva-Gelübde abgelegt haben. Viele Menschen im tibetischen Buddhismus nehmen an Einweihungen und Zeremonien teil, bei denen die Bodhisattva-Gelübde abgelegt werden. Und so haben viele Menschen die Bodhisattva-Gelübde mehrmals erhalten. Aber ob sie nur dem Namen nach ein Bodhisattva sind und nicht wirklich, hängt davon ab, wie sie sich in Bezug auf ihren Lebensstil, ihre Handlungen und so weiter verhalten. Dasselbe Prinzip gilt für uns alle. Wie wir die Bodhisattva-Gelübde abgelegt haben, vielleicht sogar mehrmals, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob jemand ein wahrer Bodhisattva oder ein Scharlatan-Bodhisattva ist. This is what one here in the West would refer to as a bad person. The literal translation of the Tibetan here is rather even stronger. Bad person is sort of nice. A nice way of putting it. So this is how this recent Tibetan Buddhist master explained
how one in general can see if an individual who has the name title Tulku in terms of whether this person is a true Tulku or not. Now, the same applies to all individuals who have taken the Bodhisattva vows. A lot of people in Tibetan Buddhism attend empowerments and ceremonies where the Bodhisattva vows are given and so on. So a lot of people have received the Bodhisattva vows numerous times. But whether they are a Bodhisattva in name only and not truly depends upon how they conduct themselves in terms of lifestyle, actions they engage in, and so on. The same principle applies to all of us who have taken the Bodhisattva vows, perhaps numerous times. In terms of judging whether one is a true Bodhisattva or a charlatan Bodhisattva. So, in order to avoid, or in order to not be a Bodhisattva in name only, but a true Bodhisattva, it means that one, also nicht nur dem Namen nach ein Bodhisattva zu sein, sondern ein wahrer Bodhisattva, bedeutet das, dass man, oder der wahre Bodhisattva, die Handlungen eines Bodhisattvas ausführt. Man tut das, was von Bodhisattvas erwartet wird. Und das bringt uns zu den 37 Praktiken eines Bodhisattvas. Das ist es, was ein Bodhisattva, der nicht nur dem Namen nach ein Bodhisattva ist, sein ganzes Leben lang tut. Er übt diese 37 Praktiken aus. Now, in terms of lifestyle, you have two perspectives. What is good to do and what isn't good to do. Namely, what should one as a Bodhisattva Was den Lebensstil angeht, gibt es zwei Perspektiven. Was ist gut zu tun und was ist nicht gut zu tun? Das heißt, was sollte man als Bodhisattva annehmen und was sollte man vermeiden, um dem Pfad eines Bodhisattvas nicht zu widersprechen? Now, in terms of what a Bodhisattva does, in order to act as a true Bodhisattva, that is primarily about. Wenn es darum geht, was ein Bodhisattva tut, um als wahrer Bodhisattva zu handeln, geht es in erster Linie um die Handlungen, die man die 6 Paramitas nennt. Die 6 Taten, die über die Wege der Welt hinausgehen. The first 5 of the 6 were explained, I think, in the 2 previous sessions. And today we've come to the last and 6th, which is Die ersten 5 der 6 wurden in den beiden vorherigen Sitzungen erklärt. Heute kommen wir zur letzten und 6., der Paramita des höheren Wissens, die auch als Paramita der Weisheit bezeichnet wird. In der Übersetzung ist das die Nummer 30 der 37 Praktiken. And in the translation, that's number 30 in terms of the 37 practices.
Pena sholoka da masona nishu ketin do. Nishu. Oh sholoka kyune somchu parto. Yeah. So in terms of truly living the life of a true bodhisattva, das Leben eines wahren Bodhisattvas zu leben, gibt es also 20 Verse im Text, die beschreiben, was ein wahrer Bodhisattva tut. Der heutige erste Vers, Nummer 30, ist der letzte von diesen 20. Darauf folgen 4 Verse, die dem praktizierenden Bodhisattva sagen, was er vermeiden sollte, um den Prinzipien dieses Pfades, des Pfades eines Bodhisattvas, nicht zu widersprechen. Which tells the practicing bodhisattva what he should avoid doing in order not to contradict the principle of or principles of this path, the path of a bodhisattva. Ti inde ta sholoka somchu tambatella sherap mena parul singaye jokpe somchu topara minupe songare. So to begin with, verse number 30 says, okay, go ahead. Und zunächst heißt es also in Vers 30, da die vollkommene Erleuchtung nicht erlangt werden kann durch die 5 Paramitas ohne Einsicht, und sie bezieht sich damit auf die 5 Paramitas, die wir bereits erklärt haben. Paramitas that have been explained. Sherab me na parul simbangabo te jokpe sanje chi kompon tobe gyul rog mare songre. So the 5 previous deeds which, well, no, the 5 previous paramitas, by practicing these 5 allein durch das Üben der 5 vorangegangenen Paramitas kann die vollkommene Erleuchtung also nicht erlangt werden. Das ist nicht möglich. So generosity, ethics, and so on, the previous 5, to practice just these 5 deeds, Großzügigkeit, Ethik und so weiter, die 5 vorangegangen. Nur diese 5 Taten ohne Einsicht zu praktizieren, führt zu guten Umständen im weltlichen Dasein. Das Praktizieren der 5 Taten allein ohne Einsicht wird nicht dazu führen, den Buddha, den erleuchteten Zustand zu erlangen, der ohne Einsicht nicht möglich ist. If we take the example of an act of generosity in the absence of insight, wenn wir das Beispiel eines großzügigen Akts ohne Einsicht nehmen, können wir uns einfach in unserer Welt umsehen. Es gibt zahlreiche Menschen, die überall auf der Welt ein riesiges Vermögen besitzen. Who had immense fortunes throughout the world. And the fact that in this life they have immense fortunes is the result Und die Tatsache, dass sie in diesem Leben ein großes Vermögen haben, ist das Ergebnis ihrer Großzügigkeit in früheren Leben. Kanga korve savala droger. Now, in this life, these wealthy individuals may act in a generous way
In diesem Leben verhalten sich diese wohlhabenden Menschen vielleicht großzügig und geben ihren Reichtum für verschiedene Zwecke aus. Manche Menschen geben großzügig für tugendhafte Zwecke, andere wiederum geben ihren immensen Reichtum für nicht tugendhafte Zwecke aus. Das wird dann ein Faktor sein, der die Art der zukünftigen Wiedergeburten bestimmt. Wenn jemand für gute, tugendhafte Zwecke spendet, wird er unter guten Umständen wiedergeboren, während jemand, der großzügig mit seinem Reichtum umgeht und ihn für nicht tugendhafte Zwecke spendet, in der Zukunft leiden wird. Now, in the case of someone who gives to good purposes, virtuous purposes, that again will produce a rebirth in good circumstances, whereas, of course, if someone gives freely or is generous with his wealth and give to non-virtuous purposes, that will make for circumstances of suffering in the future. Perna Shivala Songrawa. Shantideva said, Semche na Sharab Gzi Mazumbe Parsin Tenzo Kandej Charlo Sana. Denne Parsin Marava. Shantideva erklärte, Kandej Charlo Yarsana. Launching to Javana Shin Chagre Songre. Launching to Sawazi on the Chugunan Zugundoa. And Chugunan to the sea sansan, rotated to Chugartans at the Yemetsi on the Telatorgundoa. Yan Tela the common to the wall pet Sagandoa. Yan Chunuzuga, then I say Chagre. Shantideva explained what one can expect as an effect of practicing generosity. Shantideva erklärte mit folgendem Gleichnis, was man erwarten kann, wenn man Großzügigkeit, Ethik und so weiter ohne Einsicht und Bodhicitta praktiziert. Er sagte, schau dir Elefanten in der Wildnis an. Elefanten leben in heißen Klimazonen. Dort gedeihen diese Tiere. Und während der heißen Jahreszeit leiden sie sehr unter der Hitze und suchen deshalb Wasserlöcher auf, in denen sie in kühlem Wasser baden können. So wälzen sie sich in Wasserlöchern und stehen dann auf, weil sie sich erfrischt fühlen. Doch schon bald verdunstet die Frische wegen der heißen Sonne. Und dann werfen sie mit ihrem Rüssel Sand über ihren ganzen Körper, der, bis er getrocknet ist, eine schützende Schicht bildet, die die Hitze der Sonne abhält. Sobald die Hitze der Sonne jedoch die Feuchtigkeit im Sand verdampfen lässt, hat sie den gegenteiligen Effekt. Sie sorgt für Ausschlag und ein erneutes Gefühl von übermäßiger Hitze und so weiter. So ziehen die Elefanten in der heißen Jahreszeit von Wasserlöchern zum Duschen im Sand zu erneuten Wasserlöchern, um den ausgetrockneten Sand abzuwaschen, der ihnen das Leben schwer macht. Immer und immer wieder, um der Hitze zu entkommen, unter der sie leiden. Für Menschen, die ohne Bodhicitta und Einsicht großzügig Handlungen der Ethik, der Geduld und so weiter ausführen, gilt das Gleiche. Es wird veranschaulichen, wie sie von einer Wiedergeburt zur nächsten gehen werden, manchmal unter guten Umständen, manchmal unter Umständen des Leidens. Die endlose Abfolge von Wiedergeburten in weltlichen Existenzen kann ohne Bodhicitta und Einsicht nicht beendet werden. Das ist der Sinn des Gleichnisses. Has made the moist in the sand evaporate, it has the opposite effect. It makes for rashes and again feeling of excessive heat and so on. Like this in the hot season, elephants go from water holes to showering in sand, to again water holes to wash off the dried up sand, which makes life difficult, again and again and again, in order to escape the heat of the season, which they suffer a great deal from. And in terms of individuals who engage in generous actions of ethics, patience, and so on,
without bodhicitta and insight, the same applies. It will illustrate how they will go from one rebirth to the next, sometimes in good circumstances, sometimes in circumstances of suffering. The endless succession of rebirths in worldly existences cannot be ended without bodhicitta and insight. That's the point of the simile. Oh yeah. Tap Denshin Korsum Metope Sherab Gamba Jaselani Song. Therefore, the author continues, cultivating insight which is free of concepts and endowed with threefold Deshalb fährt der Autor fort, Einsicht zu kultivieren, die frei von Konzepten ist und die mit dreifacher Reinheit und geschickten Mitteln ausgestattet ist die Praxis eines Bodhisattvas. And with skillful means, or the words skillful means is a reference to the main theme in Mahayana Buddhism, that of great compassion. Und die Worte geschickte Mittel sind ein Verweis auf das Hauptthema im Mahayana Buddhismus, das große Mitgefühl für andere. And the words endowed with threefold purity are a reference to knowledge of emptiness. Und die Worte mit dreifacher Reinheit ausgestattet sind ein Verweis auf das Wissen um die Leerheit. And in terms of knowledge of emptiness, we as beginner practitioners need some explanations here as to the expression. Und was das Wissen um die Leerheit angeht, brauchen wir als AnfängerInnen hier einige Erklärungen zum Ausdruck dreifache Reinheit in Zusammenhang mit der Leerheit. Tendawe yultela mignam ni yueba chikche Mignam kare? mikpa yul jimba tangse pango tiche namba ko ranjin jim matube namba chik. Jimba tonga po Gongsa ngarang. Lasso? La takche chitangda ti ki minam iya rangshin je madwa chila kotu bude. Det är parol på det rangi med på innan när jag rangi med bara. Kotu bude. Dele minam chik yongu duwa. Da jim patang du de nampa de semla korgogen du så. Ja, namba de korgo yarwa. Dongju ngopo te yang tenna shinji korbe tenne. Dong tuba ji la lo kamchu songare. So here the explanation is the following. If we take the example of an act of generosity, you have the recipient, you have Die Erklärung ist also folgende. Wenn wir das Beispiel einer großzügigen Tat nehmen, gibt es den Empfänger, die Person, die großzügig ist, und die Sache, mit der sie großzügig ist. Man kann jemandem Essen geben, man kann jemandem Geld geben, was auch immer gegeben wird. Es gibt also den Empfänger, die Person, die gibt, und das, was sie gibt. Du hast diese drei Dinge. Wir können das Beispiel nehmen, dass wir einem armen Menschen, der Nahrung braucht, etwas geben. Wenn der Bodhisattva dem armen Menschen Essen gibt, sollte der Bodhisattva von seiner Geisteshaltung her in der Lage sein, auf der einen oder anderen Ebene die Leerheit des Empfängers, des armen Mannes, dem er Essen gibt, zu sehen, weil er weiß, dass die betreffende Person
aus der Perspektive eines Individuums nichts anderes ist als eine Masse feinstofflicher Teilchen. Der Körper der Person besteht aus unzähligen feinstofflichen Teilchen, Atomen und subatomaren Teilchen. In Wirklichkeit gibt es gar keine Person oder kein Individuum im Sinne des Körpers dieser Person, sondern nur diese Masse an feinstofflichen Teilchen. Und jedes einzelne Teilchen kann in einer unendlichen Folge in immer kleinere Einheiten unterteilt werden. Deshalb ist weder der physische Körper der betreffenden Person noch ihr sogenannter Geist real, denn der Geist ist nur ein Strom von lebendigen und wissenden Momenten des Wissens. Auch hier gibt es keine wirkliche Realität. Das sogenannte Individuum ist leer von einer wirklichen Realität. Dieses Verständnis wendet der praktizierende Bodhisattva auf sich selbst, den Geber an, denn er ist nur ein weiteres sogenanntes Individuum, das ebenfalls keine wirkliche Realität hat. Diese Art von Sichtweise, wie man die Situation und die Komponenten der Situation sieht, sollte man also beim Geben zur Hand haben. Subtle material particles. The body of the person is made up of innumerable subtle Und dann ist da noch das Essen, das man gibt, damit dieser arme Mensch etwas zu essen bekommt. Die Sache, die man gibt, ist auch leer von einer wirklichen Realität. Das Fehlen einer wirklichen Realität gilt also für den Empfänger, den Geber und das, was gegeben wird. Und genau das ist mit dem Ausdruck dreifache Reinheit gemeint. Es gibt drei Hauptbestandteile der Großzügigkeit und allen dreien fehlt eine wirkliche Realität. Das ist ihr gemeinsamer Nenner. Und mit dieser Sichtweise auf die Situation und ihre Bestandteile handelt man großzügig. Und so wird Großzügigkeit mit Einsicht praktiziert. Nor about his so-called mind, because the mind is just a current of vivid and knowing instances of knowledge. So again, there is no real reality there. The so-called individual is empty of a real reality. That understanding the practicing Bodhisattva applies to himself, the giver, because he's just another so-called individual, also having no real reality. So that sort of vision, as it were, in terms of how one sees the situation and the components of the situation should be at hand while giving. And then there is, in this case, the food that one gives, so that this poor man gets something to eat. The thing one gives is also empty of a real reality. So the absence of a real reality applies to recipient, giver, and what is given. And this is what is meant when with the phrase threefold purity. You have the three major components as to the act of generosity, and all three lack real reality. That's their common denominator. And with that as one's way of looking at the situation and its components, one acts in a generous manner. And that's how generosity with insight is practiced. And the same applies to the other 4 deeds in this list of 5.
One needs to incorporate both skillful means and Und das Gleiche gilt für die anderen 4 Taten in dieser Fünferliste. Man muss sowohl geschickte Mittel als auch dreifache Reinheit, das heißt Mitgefühl und höheres Wissen, einbeziehen. So that makes for the section. We've now come to the end of the section, which tells a Bodhisattva what he should do as a true Wir sind nun am Ende des Abschnitts angelangt, der einem Bodhisattva sagt, was er als wahrer Bodhisattva tun sollte. In the next 4 verses, that is to say 31 through 34, there is advice. In den nächsten 4 Versen, also in den Versen 31 bis 34, werden Ratschläge gegeben, was ein wahrer Bodhisattva nicht tun und was er vermeiden sollte. Rangi tulba rangi matana chepe zukje chemin chesikpe son ta ngarang ken. Here the author begins by saying, if you don't examine your own confusion, you may become a charlatan. Hier beginnt der Autor mit den Worten, wenn du deine eigene Verwirrung nicht untersuchst, kannst du ein Scharlatan werden, unter dem Deckmantel eines Dharma-Praktizierenden. Now, in terms of a practitioner, and his possible confusion or delusion or ignorance, however one wants to phrase it, it's really up to In Bezug auf einen Praktizierenden, seine mögliche Verwirrung oder Verblendung oder Unwissenheit, wie auch immer man es ausdrücken möchte, liegt es wirklich am Praktizierenden selbst, herauszufinden, ob er von Verwirrung beeinflusst ist oder nicht. Er oder sie sind die Einzigen, die das wirklich wissen können, denn die Verwirrung ist die eigene. Andere können ihm nicht sagen, wie groß seine Verwirrung ist oder worüber er verwirrt ist. Er selbst kann seine eigene Verwirrung am besten beurteilen. Therefore, Buddha Shakyamuni said, each individual has to judge his own confusion. Deshalb, sagte Buddha Shakyamuni, jeder Einzelne muss seine eigene Verwirrung beurteilen. The practitioner may engage in actions that contradict the Buddha Dharma. Andernfalls kann der Praktizierende Handlungen begehen, die dem Buddha Dharma widersprechen. Here, the well-known Indian Buddhist master Guru Padma Sambhava said, otherwise one risks. Hier sagte der bekannte indische buddhistische Meister Guru Padmasambhava, andernfalls riskiert man einfach von bösen Kräften beeinflusst zu werden. And here there is the mentioning of various types of evil forces. Und hier werden verschiedene Arten von bösen Kräften erwähnt. Laipu da di lodyo kan ich Laipu du se den zehi idong we du song de ko gamba le shimba chembore da ko chögyu le shimba chembore da se me changme tera tangrwa ta te du shori cha de borwa lot ta te se go tsu mindula per na ngarwa ta ngal men kembo singe yorwa re
다 캠퍼스도 나 가주베기 쳬텔레 yin 대점지 약고요 말 가주베 약셔레서 가주베 나네 란테금바 약셔레서 다 텐데게 삼나도 몽보 쳇데다 듀게 랑기 듀데 스미용그레서 Well, there is the first type of evil force, as it were, evil force in terms of one's mindset. Nun, es gibt die erste Art von bösen Kräften, böse Kräfte in Bezug auf die eigene Denkweise. Yeah. You have the so-called God realms, which we as human beings can't directly see. Es gibt die sogenannten Götterbereiche, die wir als Menschen nicht direkt sehen können. Dennoch gibt es Beschreibungen von ihnen, in denen Menschen aufgrund von guten Taten in der Vergangenheit unter äußerst guten Umständen wiedergeboren werden, göttlichen Umständen, würde man sagen. Diese Menschen sind größtenteils extrem an ihre göttlichen Umstände gebunden. Die Umstände und die Welten, in denen sie leben, sollen so etwas wie das Paradies sein, wie wir Menschen es nennen. Die erste Art von böser Kraft ist also die böse Kraft im Innern, bei der eine Person zum Beispiel extrem an der Tradition des tibetischen Buddhismus hängt, der sie angehört und die sie praktiziert. Khenpo Rinpoche nimmt sich selbst als Beispiel. Es geht darum, folgendermaßen zu denken. Er ist ein Khenpo der Kamakachi-Schule und könnte daher vielleicht eine Denkweise entwickelt haben, in der er die Lehren der Kamakachi-Schule als den Lehren anderer Schulen, zum Beispiel des tibetischen Buddhismus, überlegen ansieht. Und diese Denkweise geht so weit, dass man davon überzeugt ist, dass die eigene Tradition die einzige ist. Andere Traditionen zählen nicht viel, was aus der Perspektive dessen, was Buddha Shakyamuni gelehrt hat, nämlich die Lehre des Buddha, nicht gut ist. Und als Folge dieser Denkweise mag er den Hauptsitz seiner Tradition sehen, der im Fall des indischen Subkontinents das Kloster Rumtek in Sikkim ist. Er mag denken, mein Kloster, der Hauptsitz meiner Tradition, ist der größte aller Hauptsitze. Und diese Denkweise geht so weit, dass man am Ende der Überzeugung ist, dass andere Traditionen und andere Hauptsitze der eigenen Tradition oder dem Hauptsitz der eigenen Tradition unterlegen sind, was zu einer großen Anhaftung an die eigene Tradition führt. Eine Anhaftung der falschen Art, nämlich eine Anhaftung, die auf dem Gefühl der Überlegenheit gegenüber anderen beruht. Das ist eine böse Kraft, die die Denkweise eines Bodhisattva-Praktizierenden ruiniert. Und dessen sollte man sich bewusst sein und es vermeiden. Dieses Gefühl der Überlegenheit darf in keinem Zusammenhang gefördert werden. Buddha Shakyamuni taught, namely the Buddha's doctrine. And in consequence of this way of thinking, he may see the main monastery of his, the main seat of his tradition, which in the case of the Indian subcontinent is Rumtek Monastery in Sikkim, that state of that Indian state. He may think, my monastery, the main seat of my tradition, is the greatest of all main seats. And one gets into this way of thinking to the extent where there is the conviction in the end that other traditions and other main seats are inferior to one's own tradition and one's own main seat, or the main seat of one's own tradition, which makes for a great deal of attachment to the wrong kind of attachment to one's own tradition. Namely, an attachment based in a sense of superiority in comparison to others. And this is an evil force within that ruins the mindset of a Bodhisattva practitioner. And this is
something one should be very aware of and avoid. This is not to be fostered, this sense of superiority in any context. This type of evil force within one's mindset will bring nothing good, neither in the world nor Diese Art von böser Kraft in der eigenen Denkweise wird nichts Gutes bringen, weder in der Welt noch im Hinblick auf das Jenseits oder einen Weg zur Befreiung von der Welt. And that's all for today. We'll continue. Das ist alles für heute. Wir werden nächste Woche mit den Erklärungen zu diesem Punkt fortfahren. Next week.